Hi, mein Name ist Dominik, wir befinden uns bei der Deutschen Bank und wir haben heute die Jungs von Fußball 2000 zu Gast. Ja, und ich kann nur sagen, das Wort wichtig wird heute, glaube ich, sehr, sehr oft fallen. Das war wichtig, 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 wichtig. Stefan, Marvin, Phil and me werden das Ganze aufkehren und ein bisschen in die Zukunft blicken, weil die Spiele werden jetzt auf jeden Fall knackiger. Bam! Fußball 2000, wir sind wieder hier und zwar heute in der Deutschen Bank. Mal was Neues auf jeden Fall. Ich freue mich. Park. Ja, quasi, ja. Mir fehlt noch das Geld, um das hier alles zu bewirten, aber ansonsten freue ich mich. Liebe Grüße übrigens erstmal an die Verletzten, die es da gab bei dem Spiel gegen Kiel. Wir drücken euch die Daumen, wir hoffen, dass alles bald wieder gut wird. Wir haben das mit Schrecken so ein bisschen mitbekommen und hoffen, dass das auf jeden Fall wieder besser wird. Aber wenn wir schon bei Kiel sind, müssen wir natürlich auch über das Spiel sprechen. Lieber Stefan, es war ein 3:1 der 3:1 Sorte. Ich bin mal gespannt, du hast deinen Neffen mal mitgebracht. Ja. Der war ganz begeistert, so jung wie er ist er mal ins Stadion, das zweite Mal ins Stadion gekommen. Der hat sich auf jeden Fall gefreut. Wie ist deine Meinung zu dieser Partie? Das war geil. Es war ein schöner Family-Tag. Ich habe zwei Neffen. Der eine war dabei, der andere war leider krank. Schöne Grüße an der Stelle. Für den war das ein Riesen-Highlight. Das war das erste Spiel seit, ich glaube, 5 Jahren. Und ich hatte so ein bisschen Sorge, weil das erste Mal, als er mit dabei war, gab es so ein richtig ätzendes 0:2 gegen Wolfsburg. November, 6 Grad, Nieselregen. So, ne? Das war richtig ätzend. Aber das ist doch eigentlich genau das richtige Torwartfehler von Felix um Kindern zu zeigen, Leute, dass ich habe damals auch gesagt, Leute, das ist die Realität. So, ne? So, ja, genau. Darum geht's. Naja, und ich hatte ein bisschen Sorge, dass es, weißt du, weil natürlich, wenn da der Tabellenletzte kommt und Eintracht Frankfurt spielt gegen irgendwie die farbloseste Mannschaft der Liga, da weißt du natürlich, alle anderen haben für dich gespielt, weißt du natürlich, was passieren kann. Ich dachte nicht, dass das jetzt so 0:1 wird oder so ein Scheiß. Und da war es natürlich dann wirklich für den Familienfrieden sehr, sehr schön. Und ich muss auch sagen, dass ich jetzt im Nachgang irgendwie, da hieß es dann ja, ein bisschen unsouverän zu Ende gespielt und so. Das ehrlicherweise ist mir scheißegal. Das war ein völlig verdienter Sieg. Ich finde, du hättest noch ein Tor mehr machen können müssen. Am Ende wurde es ein bisschen hakelig, aber das fand ich relativ egal. Die haben trotzdem nicht viel zugelassen. Souveränes Ding, die Vorlage der anderen genutzt. Das war ein super Tag. Ja, kann man natürlich so erstmal sagen. Ich würde sagen, wir gucken aber noch ein bisschen tiefer. Auf jeden Fall erstmal positiv 42 Punkte. Platz 3 für die Eintracht. Der Klassenerhalt, liebe Leute. Er ist sicher. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr auch sagt, endlich Klassenerhalt. Nie mehr. Zweite Liga. Früher war das ein Fest. Ey, ohne Scheiß. Ich habe gerade gesagt, wir machen ehrlich bei Marvin. Ja. Marvin ist der Einzige, den ich noch kenne, der auch heute noch so lebt. Ja, klar. Ja, Marvin führt dann 40 Punkte legt. Ja, logisch. Kriegt das immer nur durch Marvin mit. Sobald die Eintracht 40 Punkte hat, kriegst du durch Marvin mit. Ja, aber es ist wirklich ohne Scheiß. Ich habe ja das Dokument gesehen, wo du das auch vermerkt hattest zur Vorbereitung. Ich habe vorhin noch gedacht, klar, wir sitzen dann nachher da und machen Witze, aber eigentlich ist es wirklich noch nicht lange her, dass du dich über den Tag, wo es wirklich feststand, dass die Eintracht nicht absteigt, wirklich gefreut hast. Das ist wirklich nicht lange her. Es ist gerade mal übrigens 8 Jahre, 9 bald. Denkt an die Relegationsspiele. Ja. Das ist wirklich krass, ey. Es ist gar nicht so lange her und für mich ist es natürlich, ich meine, wir werden alle älter und ich führe ein 40-Punkte-Leben. Das kann man übrigens auf mein restliches Leben auch übertragen. Das reicht so krass. Erstmal Klassenerhalt. Erstmal Klassenerhalt. immer so der 5-Punkte-Fan. Mehr hat man dann auch nicht. Marvin will den Lebensklassenerhalt. Es wird auf der Beerdigung dann so gesagt, ja gut, also man hat immer in die Klasse gehalten. Marvin war immer knapp überm Strich. Gut lief mal eine Saison im Mittelfeld, ein Lebensjahr im Mittelfeld, aber eigentlich ging es eher gegen Abstieg. Auch im Bahnhof immer ein bisschen nach unten geguckt. Knapp überm Strich. Wow. Oh. Okay, also. Vielen Dank, Phil, dass wir weitermachen. Gag tot. Liebe Leute, erweitert diese Gags in den Kommentaren, aber wir kommen mal wieder zum Sportlichen. Nein, es ist ja auch einfach schön, wirklich erstmal so früh in der Saison die über 40 Punkte zu haben, ist auch gar nicht so selbstverständlich. Ne? Und dann sehen wir aber auch eine Eintracht, und das haben wir jetzt auch am gestrigen Tage wieder gesehen, die wirklich auch eine Torgewalt ist. Die haben zweitmeisten Tore der Liga. Und das hat sich aber, Phil, in den ersten Minuten gar nicht so richtig angedeutet, denn da sind die ein bisschen behäbig aus der Kabine. Ja, ich fand, das 1:0 kam genau zum richtigen Zeitpunkt, so, wo ich gerade langsam so im Mind war, wo ich so dachte, irgendwie, oh, bitte nicht so ein Dreckskick irgendwie. Weil genau zum richtigen Zeitpunkt. Ja. Das 2:0 übrigens genauso, weil dann habe ich mich halbwegs entspannt. Ja. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten, weil auf der einen Seite habe ich so eine kollektive Erleichterung verspürt am Ende dieses Abends, weil du dachtest, endlich hast du mal diese Big Points geholt, hast du es mal genutzt, dass die Konkurrenz kollektiv gepatzt hat. Auf der anderen Seite war ich aber auch nicht so rundum zufrieden, weil es wieder eben nicht komplett überzeugend war und weil mir auch relativ schnell dann bewusst wurde,
dass wenn du in den nächsten 2 Spielen nicht deutlich besser spielst, dass es dann auch schon wieder sehr schnell in eine andere Richtung kippen kann, auch tabellarisch. Und da bin ich noch nicht so ganz klar, welche Gefühlsebene jetzt dominiert. Ja, das ist wirklich eine schwierige Sache, weil für mich war es auch so, du hast so ein paar Chancen halt gar nicht genutzt, die du hättest besser nutzen können. Du hattest teilweise auch Kiel immer wieder ins Spiel gebracht, aber Basti, du konntest ja leider nicht im Spiel teilnehmen und auch gar nicht auf Wann kannst du heute teilnehmen? Ja, genau, auch wenn ich dir das Wasser reichen muss. Endlich kann ich dir mal das Wasser reichen, Basti. Vielen Dank, liebe Grüße an meinen Rücken, meinen Hexenschutz. Ja, im Film. Konnte leider nicht im Stadion sein. Wie ist die Perspektive von dir aus gewesen? Ich glaube, er geht jetzt immer ins Hexenstübchen. Oder können wir wieder hin? Ich kann mich nicht mal bei deine Witze ärgern, wenn ich so Weil es weh tut. einfach hier sitzen bleiben. Es ist schwer zu ertragen, ehrlich gesagt, Spiele am Fernsehen zu schauen. Das habe ich immer wieder gemerkt, weil du hast irgendwie das Gefühl, du hast keine Einflussmöglichkeit. Du sitzt da und bist irgendwie dem ausgeliefert. Im Stadion hast du diese Kontrollillusion, dass du einfach brüllen kannst. Genau. Ja. Du kannst einfach Kontrollillusion. Hast du mal versucht, zu Hause zu brüllen? Hast du mal versucht, zu Hause? Habe ich probiert, war nicht so gut angekommen tatsächlich. Aber ich fand das Spiel auch okay, weil ich genau im selben Mut war wie du. Ich habe am Anfang Angst gehabt. Ich habe Angst gehabt, ganz ehrlich, das hier kann nur schief gehen. Du hast in diesem Spiel auch nichts zu gewinnen. Du kommst aus diesen 3 Unentschieden raus, dann fängst du so behäbig an. Dann kamen wieder die Flashbacks zur letzten Saison, dass ich dachte, oh je, oh je. Bei der Aufstellung hat das bei mir nämlich schon angefangen. Dann dachte ich, wir spielen zu Hause gegen Tabellenletzten mit anderthalb Stürmern. Das war wieder so ein Flashback, wo ich dachte, boah, das habe ich vor einem Jahr auch schon mal irgendwie durchlebt, so gefühlt. Und dann kam genau dieses Tor, wo du dachtest, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Und beim zweiten, es waren im Endeffekt für mich nur Gott sei Dank Tore. Wo ich dachte, Gott sei Dank. Und ich glaube, bei der Mannschaft war es auch so. Ich glaube, dass du in diesem Spiel, auch wie Stefan es vielleicht wollte, keinen Schönheitspreis gewinnen konntest. Oder nee, du hattest es gesagt. Und das ist, glaube ich, an dem Tag auch egal. Also mir war es egal. Ich habe mich nicht darüber aufgeregt, dass es auch sehr viele Längen wieder hatte, dieses Spiel. Dürfen wir auch nicht vergessen, es kommt jetzt auch wieder öfters, dass wir so 20-minütige Phasen haben, wo gar nichts ist. Ja. So, das hat sie ja in den letzten Spielen angedeutet, das war jetzt auch wieder, aber solange die Eintracht 3 Tore macht, dieses Spiel gewinnt und endlich, und das ist für mich das Ausrufezeichen, das ist für mich das Learning aus diesem Spiel, endlich ausnutzt, was auf den anderen Plätzen passiert ist. Das ist wichtig. Weil du hast es gesehen, Stuttgart verliert dieses Spiel noch kurz vor Schluss und so ein Kram. Dortmund, niemand weiß, was in Dortmund läuft, inklusive denen selber. Ja, nee. Du hast es, weißt du, und das wurde uns ja die letzten Wochen auch hingelegt. Auch Leipzig übrigens. Ja, genau. Auch noch 0-0 gespielt. Ganz Das schwierige wurde uns Phase ja gerade. in den letzten Wochen wurde uns das ja oft hingelegt. Jede Woche. Jede Woche wurde uns das hingelegt und du bist irgendwie blind drüber gelaufen und hast gesagt, hey, was? Und diesmal zum ersten Mal hast du es genutzt und das ist, glaube ich, elementar wichtig, gerade im Hinblick, was ihr gesagt habt, auf die kommenden Spiele. Und ja, das ist genau der Punkt. Ja, Philo, mach du erst mal. Ich wollte noch sagen, dass ich trotzdem dann auch schnell so einen Phantomschmerz hatte. Ja. Weil ich dachte, wenn du nur von diesen 3 dämlichen Unentschieden Hör doch auf! Jetzt reg ich mich doch wieder auf! Hör doch auf! Ich war doch schon drüber dann hinweg. hättest du jetzt schon 10 Punkte auf Platz 5. Also das kannst du ja irgendwann wirklich nicht mehr verstehen. Verstehe ich vollkommen. Ich habe auch, ich kann genau verstehen, was du meinst, aber ich habe dann auch gedacht, naja, vielleicht waren so auch Punkte gegen Wolfsburg vielleicht gar nicht so schlecht oder so. Vielleicht, weiß ich nicht. Vielleicht ist es am Ende, sind es sogar alles gewonnene Punkte oder so, weil andere. Am Ende hast du recht, Ja. weil Retrospektive, wenn man die aufzeichnet. Stimmt. Wir hatten letzte Saison hatten wir eine Phase von diesen 4 Spielen, wo man sich im Nachhinein so aufgeregt hat, Ja. weil diese Vereine, gegen die wir da nicht gepunktet haben, irgendwie 85 Tore zusammen irgendwie kassiert hatten nach 4 Spielen oder so ein Kram. Und du auch im Nachhinein gemerkt hast, dass das keine guten Gegner waren. Andererseits jetzt Wolfsburg gewinnt in Stuttgart. Richtig. Gladbach ist in der Rückrundentabelle weit oben dabei. Ja. Weißt du, das waren dann am Ende. keine schlechte Am Ende Mannschaft. reden wir, glaube ich, nur über ein Spiel, Stimmt. was so nicht passieren darf, und das ist das Hoffenheim-Spiel. Ja, Mann. Und das- jetzt kommen die wieder. Ich raste aus. Ja. Wo Das ich mir ist das, echt, was eigentlich- also wirklich, ja. Wir müssen den Fokus mal verschieben von Fußball 2000 Eintracht sondern zu einem Kontra-Hoffenheim-Produkt. Nein, Time Spaß. abschaffen 2000. Das war das schlimmste Ergebnis des Wochenendes übrigens. Ist das wirklich so? Ne? Oh, Das sind die Sachen, die mich wirklich aufregen. Aber trotzdem will ich noch mal ganz kurz ein bisschen mehr ins Spiel, so noch mal rein. Weil es gab ja, wie gesagt, gute Elemente, da werden wir gleich noch mal drauf zu sprechen kommen. Was mich aber, lieber Phil, so ein bisschen aufgeregt hat, war, dass wir enorm viele leichte Fehler gemacht haben. Was total häufig passiert ist, diese Ballverluste, die gegen Kiel jetzt nicht großartig problematisch sind, aber gegen andere Gegner, gerade wenn wir auf die nächsten Spiele schauen, die können uns killen. ja, also das ist definitiv das Learning. Das muss es auch sein aus dem gestrigen Ja. Spiel. Ich fand es nicht in jeder Phase des Spiels so krass, aber du hattest immer Ja, mal stimmt. wieder in diesen 90 Minuten hast du so ein paar Augenblicke drin, wo du denkst, einfach so diese Ungenauigkeiten, ne? Die sind schon nach wie vor auffällig. Und ich fand halt, dass du einem Gegner wie Kiel erstaunlich viele Räume gegeben hast. Alter. Ja, das war schon in der ersten Hälfte so. Und dass du selbst beim Stand von 3:0, die dann irgendwie nochmal, und wenn es durch so eine Eselei wie von Kunku mit diesem komischen Kopfball ist, und klar, das Gegentor ist auch blöd, weil irgendwie da, ne, der schießt den Trappo ja zweimal an, bevor der den dann irgendwie reinstolpert. Trotzdem holst du selbst so einen Gegner dann gefühlt wieder so ein Stück weit rein in dieses Spiel. Ja.
Und das meine ich damit, mit so dieser letzte Entwicklungsschritt, dass du über 90 Minuten auch so ein Spiel mal kontrollierst und dominierst, den ist die Mannschaft nach wie vor nicht gegangen. Und das ist keine gute Erkenntnis. Ja. Finde ich auch. Hast du da Gründe dafür? Nee, ich sehe das ein bisschen anders tatsächlich. Also ich fand es nicht ganz so schlimm. Ich finde diese Phasen von, wo es ein bisschen wackelig wurde am Ende, das kann, finde ich, immer mal passieren. Und ich fand auch nicht, dass Kiel danach wirklich großartig Chancen gehabt hat, sondern es war eher so, dass ich das Gefühl hatte, dass wenn noch was passiert, dass die Eintracht noch mal einen Konter setzt, was ja fast auch passiert wäre. Der Wahi hatte ja noch irgendwie eine Chance und dann noch diese Halb-Elfmeter-Situation am Ende, die ich jetzt bisher auch noch gar nicht mehr mir angeschaut habe. Da weiß ich bis heute nicht, ob das irgendwie ein Elfer war oder nicht so. Ich finde, das ist in Ordnung. Ich finde, das ist in Ordnung, wenn du da quasi nach 70 Minuten oder so beim Stand von 3-0 ein bisschen zurückfährst. Ich finde nicht, dass man da irgendwie 90 Minuten lang... Ja, aber ich finde, zurückfahren ist nicht gleich zurückfahren. Ich finde, du kannst schon souveräner zurückfahren. Also es gibt ja Mannschaften... Ja, aber hattet ihr das Gefühl, dass da wirklich noch was passiert? Nee, das lag aber an der Schwäche von Kiel. Genau. Ja gut, aber wir reden ja über das Spiel. Und wenn das jetzt gegen, Gladbach oder so gewesen wäre oder Wolfsburg, bin ich mir relativ sicher, dass die Mannschaft auf dem Feld auch irgendwie merkt, okay, nee, jetzt müssen wir ein bisschen besser dagegenhalten, weil der Gegner hat mehr zu bieten. Kiel war wirklich mit das Schlechteste, was ich überhaupt je gesehen habe, glaube ich, bei der Eintracht. Und trotzdem hatten sie die Lücken und sie haben es halt nicht verwandelt. Ja, und wirklich jetzt großartige Chancen habe ich da nicht gesehen. Ich bin, was das Spiel angeht, super entspannt. Ich finde auch, dass tatsächlich diese 70 Minuten bis dahin, das war völlig souverän abmoderiert. Und auch wenn das jetzt kein Feuerwerk war, aber das ist ja auch klar, da kommt Kiel, die stellen sich hinten rein. Die haben für eine Mannschaft, die so weit unten drin steht, auch ein relativ gutes Pressing gespielt. Ich wollte gerade sagen, die haben sich gar nicht so hinten reingestellt. Nee, genau. Also es war schon so, dass die immer mal so Phasen hatten, wo die relativ früh draufgegangen sind und so. Und das, ich finde das in Ordnung, wenn du so einen Gegner hast da irgendwie und dann gehst du 3-1 nach Hause. Also ich würde da widersprechen. Ich würde da widersprechen, dass du gerade, weil du so beschreibst, die Qualitäten von Kiel, das kannst dir das Leben ein bisschen leichter machen. Und das geht nicht um dieses Spiel, sondern es geht darum, dass man irgendwie das Gefühl hat, die Eintracht kommt in so Phasen, wo sie einen Gang rausnehmen will, aber das musst du noch souveräner machen, weil sie sehen zu viel Gang raus. Du hast dann das Gefühl, das ist kein Gang rausnehmen, sondern das komplette Leerlauf. Und das ist, der Motor ist weg. Genau, und wenn du das noch ein bisschen besser machst. Aber das ist auch Klagen auf hohem Niveau. Aber am Ende unterm Strich nochmal. Am wichtigsten ist, dieses Spiel zu gewinnen, diese Tore zu schießen und bla bla. Aber ich glaube, dass die Eintracht in diesen Kontrollphasen noch besser werden muss. Und eigentlich wäre Kiel dafür ein guter Trainingspartner gewesen, weil die eben, wie ihr gesagt habt, harmlos genug waren, als dass du das mal im Stresstest üben kannst. So, also ich fand es am Ende gut. Ich bin aber auch der größte Präventivpessimist, der größte paranoide Johnny, den es gibt. Ich habe am Ende keinen Bock gehabt. Warum muss ich jetzt hier noch mal kurz Angst haben? Und es gab diese eine Halbchance nach dem 3. Ja, klar. Wo der Ball im 5-Meter-Raum rumtrudelt, wo ich mir denke, Alter, Leute, wollt ihr mich verarschen? So, wollt ihr mich wirklich verarschen? Wie gesagt, da spielen viele Sachen mit rein. Dass ich hypernervös bin, was solche Spiele betrifft, dass ich am Fernseher geguckt habe und dass wir auch in den letzten Spielen diese Phasen hatten, wo die ähnlich dann aussahen. Und du hast richtig gesagt, das ist halt jetzt nicht bestraft worden. Das heißt aber nicht, dass du das weiterhin anbieten sollst. Und Basti, ein Punkt, der ärgert mich da auch noch. Und zwar, da kamen ja neue Spieler mit rein und die sind in ein Spiel eingebunden worden, was dann gar nicht mehr wirklich stattgefunden hat. Oder was sie vielleicht auch selber ein bisschen durcheinander gemacht haben. Ja, kann sein. Also ich fand aber, Wahi kam rein, Bahoya kam rein und du hast eigentlich dann nicht mehr gemerkt, dass sie wirklich Teil dieses Spiels sind, weil es davor schon alarmt ist. Und es ärgert mich, vielleicht werden sie zu wenig eingebunden. Natürlich kann es aber auch sein, dass man sagt, okay, sie konnten sich selber auch gar nicht in Position bringen. Das kann ich nicht genau bewerten. Da vielleicht habt ihr da eine andere Position. Aber ich fand, da kam jetzt dann auch kein neues Element rein, Phil. Wie fandst du das? Ja, das Problem haben wir schon häufiger gehabt in der Saison, dass so ein kleiner Bruch irgendwie ins Spiel kommt, wenn du dann anfängst durchzuwechseln. Das war gestern auch so, aber ich weiß nicht, ob man es so an den Neuen dann da festmachen kann. Ich hätte auch nicht gesagt, sondern ich hätte an den anderen, dass die schon vorbei waren. So. Ja, also ich glaube, das steht auch in direktem Zusammenhang damit, dass du irgendwie so vielleicht zu sehr mental dann da schon einen Haken dran gemacht hast an dieses Spiel. Ja? Und dann ist es auch schwer für die Neuen in so einer Konstellation dann da zu glänzen. Würde ich auch sagen. Klar haben die jetzt nicht so den bleibenden Eindruck hinterlassen. Gerade Wahi merkst du schon, warum er noch nicht von Beginn an spielt. Ja, weil so ein bisschen eben die Bindung fehlt. Auch bei der einen oder anderen Situation dachte ich hätte mir ein bisschen schneller vorgestellt. Ja? Aber das kommt vielleicht auch noch. Aber ja, da war schon wieder so ein kleiner Drop irgendwie im Spiel dann ab einem gewissen Punkt. Und ich fand übrigens auch, solange unsere skandinavische Doppel-6 auf dem Platz war, hatten wir deutlich mehr Kontrolle. Also Larsson und Højlund in Kombi fand ich richtig gut gestern, weil du da eben diese zwei Spieler hast, die anders als in Kombi mit Elias Geri, no offense, aber die halt aufdrehen und die progressiv denken und auch spielen. Und die diese vertikalen Bälle, die immer versuchen, nach vorne zu denken und das zu lösen.
die zwei in Kombi im Zentrum fand ich richtig gut, bis Oscar rausgegangen ist. Es ist super gut, dass du das erwähnst, denn ich muss wirklich sagen, liebe Leute, schreibt ihr mal in die Kommentare, wie ihr das gesehen habt. Das ist mein neues Traumduo. Ich finde das wirklich toll. Ich mag die beiden, die verstehen sich auch gut. Du hast das Gefühl, die arbeiten gut miteinander. Ja. Die sind irgendwie auch füreinander da. Ja. Das macht mir richtig Bock. Ist jetzt vielleicht, ich hoffe, dass wir das noch öfter sehen werden, weil das könnte wirklich eine Entwicklung sein, bei der wir sagen, da müssen wir drauf gucken, das kann die neue Traumdoppel-6 werden. Freue ich mich. Über wen ich mich aber auch gefreut habe, ist, dass Can Uzun, der sein Startelf-Debüt jetzt wirklich mal bekommen hat, nachdem Fußball 2000 wochenlang gelobbyt hat. Lobbyarbeit, ey. Hat das Jetzt raus, endlich. Ja, aber was sagst du, er hat sich das Tor ja wirklich selber erarbeitet, muss man sagen. Genau, also ich hatte anfangs das Gefühl, dass er nicht denselben Impact hat, wie er jetzt als Einwechselspieler hatte, das muss ich schon sagen, aber ich finde trotzdem, das ist ein Spieler, der kommt auf den Platz und das ist, er hat sowas Straßenfußballermäßig abgewichstes. So. Weißt du, früher, wenn du auf den Bolzer gegangen bist, da war auch immer so ein Can Uzun. Weißt du, dann hast du immer gedacht, oh shit, gegen den wird es schwierig. Weißt du, so ein kleiner, wuseliger Typ, der ständig einen Ball hat aus irgendeinem Grund, ne, der ständig irgendwas Geiles macht, eine Idee hat. Und ich finde, bei Can Uzun siehst du das, der bietet sich geil an den Räumen, der ist ständig am Ball. Der guckt immer, dass er irgendwie, der denkt immer nach vorne, der versucht was zu machen. Das war gestern nicht das beste Spiel von ihm, was ich je gesehen habe, aber trotzdem ist es so, das 3:0, wie er da diesen Fehlpass antizipiert, ist super. Er hat das 2:0, glaube ich, vorbereitet mit einer Flanke. Das kann gerne so weitergehen. Und er steht jetzt mittlerweile auch schon bei 5 Saisontoren. Das ist für die erste Bundesliga-Saison, für einen, der aus der zweiten Liga kommt, gar nicht so schlecht. Er hat halt eine wahnsinnig hohe fußballerische Qualität. Da siehst du diese Ballsicherheit. Ja, er versteht dieses Spiel. Das merkst du an ganz vielen Kleinigkeiten. Ich glaube nur, wir werden ihn nicht so häufig zusammen mit Mario Götze sehen wie gestern, weil dir dann einfach auf diesen Halbpositionen der Faktor Tempo halt ein Stück weit fehlt. Das ist in einem Spiel gegen Holstein Kiel jetzt nicht so entscheidend, ja, wird aber schon in den nächsten beiden Spielen, glaube ich, dann wieder eine andere Konstellation erfordern. Das sind zwei herausragend gute Fußballer, ja, die aber vom Profil her halt relativ ähnlich daherkommen. Ja. Und gestern lief es aber bei beiden gut. Und das ist ja das Spannende. Also ich fand auch, mir hat auch Mario Götze herausragend gut gefallen. Ja. Habt ihr diese Situation schön diese Pässe waren. Diese Situation ganz am Anfang des Spiels, wo er mit dem Rücken zum Angriff quasi den Ball bekommt und dann schnickt er den einmal nur so, lässt er den über den Fuß schnicken in den Lauf von seinem Mitspieler. Da ist da nichts draus geworden, weil es, glaube ich, einen Foul dann gab oder so. Kleinigkeiten, ne? Ey, aber das war eine Bewegung. Das machen ganz wenige in der Liga. Wenn du dir den genau anguckst, dann ist das gerade so ein Fußball-gönnerhaftes Ding im positiven Sinne. Man freut sich tatsächlich, Mario Götze auf dem Spielfeld zu sehen. Also das ist auf jeden Fall was Positives. Wir haben über Can Uzun gesprochen. Basti, ist dir am Fernseher noch jemand aufgefallen, den du besonders hervorheben willst? Nee, aber ich hätte tatsächlich jetzt auch Mario Götze erwähnt, weil der fällt immer so ein bisschen runter. Also man darf nicht vergessen, Mario Götze hat auch noch mal einen Step jetzt gemacht in dem Sinne. Ja. In der Hinrunde war er irgendwie nicht immer da, dann hat der Dino Topmann das Gefühl, er ist müde und so ein Kram. Und jetzt hast du das Gefühl, Mario Götze ist derjenige, der sich aussucht, ob er spielt oder nicht. Und das ist nochmal eine andere Entwicklung. So, also Mario Götze ist nochmal wieder ein wichtiger Faktor geworden. Ja. Während viele Leute schon gedacht haben, wer weiß, es gab letzten Sommer schon die Gerüchte, geht er. Aber wahrscheinlich ist der Mario Götze gerade der Beste, der jemals bei der Eintracht gespielt hat. Glaube ich auch tatsächlich. Der ist tatsächlich nochmal wichtiger geworden. Gerade wegen diesen Situationen, die du beschreibst. Da ist kein Spektakel, der klotzt die Dinger nicht in den Winkel, der ist nicht mehr der Schnellste, bla bla. Aber die Organisation, die Defensivarbeit bei ihm, darf man auch nicht vergessen. Der ist wahrscheinlich der aggressivste Defensivspieler, den wir da im Mittelfeld rumrennen haben. Der ist ständig auf Strom. Der hat auch diese Erfahrung und der hat auch manchmal diese Ruhe im Spiel, die man dann braucht, wenn du das Gefühl hast, da ist eine unglaublich junge Mannschaft auf dem Platz, was ja da der Fall war. Ich glaube, das war die jüngste Mannschaft diese Saison, die gestellt hat. Aller Bundesliga-Clubs. Das muss man sich mal geben. Und da brauchst du einen Mario Götze. Weil ich glaube, du hast zu Recht Larsson und Højlund gelobt, aber ich glaube, alleine reicht das halt nicht. So die jungen Wilden. Weil wir auch bei Can Uzun gesehen haben, da sage ich auch nochmal meine 2 Cents dazu. Du hast gesehen, warum der nicht immer von Anfang an spielt, ehrlich gesagt. So, wir hatten die Diskussion. Christopher Michelbauer hat ihn gefordert, du hast ihn gefordert. Und am Ende muss man abwarten. Weil am Ende hat er jetzt von Anfang an gespielt und das sah nicht für mich so aus, da hat einer mit den Hufen geschart, sondern da hat einer gespielt, wo du halt mal abwarten musst. Kann er sich komplett an die Gegebenheiten anpassen in der Bundesliga? Sind da nicht vielleicht noch Lücken nach oben? Also du hast schon gesehen, dass er am Anfang, finde ich, mit dem Spiel ein bisschen gefremdelt hat. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Auf jeden Fall, und das hat mir auch gut getan, im Interview bei ihm danach, hast du gesehen, dass er zumindest, wenn er Kreide gefressen hat, ist mir egal. Aber er ist zumindest in der Kommunikation so, dank dem Trainer, er kann die Situation reflektieren, wo das Tor zugeführt hat, weil das ja auch mit Defensivarbeit zu tun hat. Klar. Also er arbeitet sich das Tor ja durch Defensivarbeit. Das ist ja, glaube ich, was, wo er eigentlich keinen Bock drauf hat, wenn man ganz ehrlich ist. Wir müssen jetzt ja auch hier jetzt nicht drum rumreden. Wir müssen ja auch drum rumreden. Du hast es gerade gesagt, der ist ein Bolzplatzkicker. Wir brauchen nicht drum rumreden. Und das hört sich immer toll an, wenn die dann sagen, ja, der Trainer hat recht. Und wenn wir ganz ehrlich sind, Can Uzun zu Hause und sagt zu seinen Kumpels,
Alter, ich muss die ganze Zeit hin und her laufen. Jetzt reg ich mich doch wieder auf. Bla bla bla. Und ich kann auch verstehen, dass man da keinen Bock drauf hat. Und das wird er aber noch lernen müssen. Das wird er lernen müssen, weil ich glaube, dass Topmiller das wichtig ist und es wird kommen. Und ich glaube einfach nur, dass wir den Weg, wie er gerade integriert wird, durch immer mehr Spotlight-Starter, dass der genau richtig ist. Und dass wir den aber auch nicht überstürzen müssen, wie das der eine oder andere schon gefordert hat, sondern dass wir viele, viele Optionen haben, die, und da bin ich ehrlich, ich kann kaum erwarten, die zu sehen. Ich bin trotzdem in so einem, weiß nicht, ich saß da und dachte mir, Alter, gut, das ist jetzt gut gegangen, aber eigentlich haben wir wieder wir haben nur eine Stürmer-Situation. Du hast mit Wahi einen, der ist noch nicht fit, Batshuayi ist noch nicht integriert, Can Uzun ist für mich kein Stürmer, das heißt, du hast einen Stürmer und der hatte nicht den besten Tag. Ich hoffe sehr, 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 dass Wahi und Batshuayi sehr schnell Alternativen werden. Genau. Weil das wird unglaublich wichtig noch. Das hat gegen Kiel jetzt vielleicht so funktioniert, aber ich habe keinen Bock mehr, Heimspiele zu sehen gegen Tabellen-Kellenkinder, wo wir mit einem Stürmer spielen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil tatsächlich, Mann! Tatsächlich hatte ich nämlich schon ein bisschen die Hoffnung, dass wir das halt gegen Kiel dann halt... Digga, gegen Kiel kannst du alle drei reinstellen. Genau, nein, ohne Spaß. Her, der war going on, Ich habe Alter. gedacht, warum machst du doch halt einfach mal so? Ja, so komplett crazy einfach. Ja, einfach mal ein bisschen verrückt sein. Ja? go. Wir sind ja auch manchmal verrückt. Liebe Leute, schreibt jemand in die Kommentare, wie eure verrückt ihr Bewertung, wie verrückt ihr seid oder was ihr zu Uzun sagt. Also ich glaube, da gibt es einige Optionen, aber ihr sprecht die Option ja schon an. Und Dinge, die besser werden müssen, darüber haben wir jetzt auch schon gesprochen. Aber Phil, jetzt kommen ja tatsächlich die wichtigen Wochen. Bring 'em on, bring 'em on, bring 'em on, bring 'em on. Auf jeden Fall. Wir haben 5 Punkte Abstand zu Bist du RB wirklich in Leipzig. diesem Modus? Bist du wirklich in diesem Modus? Ja klar, Ich würde sagen, haut ab, nichts zu haut ab. verlieren. Nein, du hast ja nichts zu verlieren. Aber warum haben wir nichts zu verlieren? Erzähl mal. Naja, wenn du da mit so einer Grunddevotheit jetzt wieder Auf jeden rangehst, Fall. ist ja irgendwie auch Quatsch. Ne? Also wir wissen natürlich, glaube ich, alle, auch nach den letzten Wochen, wenn du da nicht noch ein Level draufpackst, wird das sehr schwierig in beiden Spielen. Bei den Bayern, glaube ich, schwieriger als gegen Leverkusen, weil warum auch immer, zu Hause gegen Leverkusen sind immer geile Spiele. Ja? Da ist die Eintracht auch, warum auch immer, eigentlich immer auf Augenhöhe. Immer gewesen. besser als auswärts? Richtig. Warum? Zum Glück haben wir diese Schlachtung schon hinter uns. Und Gottes Willen. Das ist immer so schlimm. Aber klar ist, du brauchst, du musst wirklich noch draufpacken, jetzt gerade bei den Bayern. Auch wenn die Bayern jetzt am Samstag in Leverkusen wirklich nicht gut waren, weil Leverkusen halt sehr, sehr gut war. Das ist halt genau der Punkt. Aber du wirst da anders auftreten müssen und du wirst vom Konzept her wieder ganz anders dich einstellen müssen auf dieses Spiel. Weil das wird nicht diese Ballbesitznummer wie gegen Holstein Kiel, sondern du wirst Räume bekommen. Du brauchst wieder Tempospieler vorne, du musst personell anders agieren und vom Mindset her dich wieder auf ein Spiel einstellen, wo du viel wirst leiden müssen, viele Wege machen wirst, aber gegen die Bayern trotz allem, glaube ich, auch Chancen hast tatsächlich, weil die Bayern sind trotzdem, auch Celtic Glasgow hat das ein paar Mal gezeigt, die kannst du schon auch knacken. Wäre das Ding am Anfang nicht, war das nicht dann sogar gleich abseits oder so? Celtic hat doch früh getroffen, war das nicht? Ja, in der ersten Minute direkt. Ja, es kann schon funktionieren, aber damit sowas funktioniert, müssen wir vielleicht auch darüber nachdenken, ein wenig diese Mannschaft umzustellen wieder, weil wir haben ja die Schwachpunkte jetzt gesehen und glaube ich gerade mit diesem Anlaufen, gerade vielleicht auch mit der Defensivarbeit, lieber Stefan, wo würdest du die eine oder andere Situation umstellen? Ja, tatsächlich glaube ich, ist Can Uzun nicht so richtig der Spieler für das Spiel. Das muss man schon sagen. Ansgar Knauf-Game machen wir uns Ja. Da brauchst du Leute, die wirklich in zweiter Linie erstmal irgendwie Tore schießen können und in erster Linie aber erstmal irgendwie gegen den Ball arbeiten können. Das ist eigentlich auch ein Eli Wahi-Game, ehrlich gesagt. Vielleicht auch. Du brauchst Tempo vorne, weil du wirst eventuell 1-2 Situationen bekommen. Umschaltsituationen, wo die Bayern vielleicht blank sind, hoher Ballgewinn oder was immer es dann ist. Ehrlicherweise, ich will jetzt hier nicht irgendwie schlechte Laune verbreiten, aber ich erwarte praktisch gar nichts. Also das ist aber ich bin ehrlich gesagt bei dir, deswegen habe ich dich vorhin gefragt. Pass auf, du spielst bei den Bayern, die haben jetzt gerade gegen Leverkusen, das war 0:0, aber Leverkusen war die deutlich bessere Mannschaft. Die komplette Presselandschaft schreibt von wegen hier, das war noch nie sind die Bayern so vorgeführt worden, bla bla. Die werden richtig wütend sein nächstes Wochenende. Also und die spielen zu Hause, also ich erwarte wirklich gar nichts tatsächlich. Auch eher zu Hause gegen Leverkusen, weil wie du sagst, Phil, das sind eigentlich immer geile Spiele. Und da ist in den letzten Jahren immer irgendwie mal was Verrücktes passiert, mal so 5-1 oder so, das glaube ich jetzt nicht, ne? Aber da würde ich mich drauf konzentrieren. In München ist für mich eher Schadensbegrenzung. Aber Schadensbegrenzung, ja, aber man muss, ich finde trotzdem auch die Attitüde, könnte man sagen, die Phil gerade angedeutet hat, finde ich ganz gut. Aber trotzdem mit breiter Brust anzugehen. Wir müssen nein, das sage ich ja gar nicht. Ja, wir sind Tabellendritter. Ja. Wir haben 42 Punkte. Wir sind die Mannschaft. Du musst dich da nicht ergeben, gar keine Frage, aber wichtig. ich erwarte einfach nicht so viel. Du musst da reingehen, musst die Mannschaft top einstellen. Ja. Du musst sagen, okay, in erster Linie müssen wir hier alle gegen den Ball arbeiten und dann nach vorne gucken, dass wir unsere Situation, die wir haben werden, 1-2
vielleicht nutzen, wie damals hier das Ding, wo Kostic dann getroffen hat zum Sieg 2-1. Aber da kommst du halt vor war so ein allem Spiel. mit dem Faktor Tempo halt weit. Also ich würde wirklich, Knauf wäre bei mir gesetzt für das Spiel. Ich würde auch Wahim für eine Stunde oder wie lange der kann, weil er einfach diese Grundgeschwindigkeit hat, der genauso schnell ist wie Ansgar. Ich würde auf die Außen setzen mit Collins, mit Brown. Also einfach Tempo da auf jeden Fall. Übrigens beide auch geil waren wieder, ne? Gegen Kiel. Haben wir jetzt gar nicht Super. angesprochen, aber fand ich, das sind Brown für mich, so ein bisschen das sind für mich kommende Nationalspieler. stark geendet. Das Also sind, auch. Die machen sag's so nochmal, Spaß, die das sind Jungs. für mich kommende Nationalspieler, beide. Definitiv. Liebe Leute, passt auf jeden Fall auf, Nagelsmann. Du hast deine Klauen wahrscheinlich schon ausgefahren. Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Aber du sprichst eben darüber, also schnelle Spieler. Was machen wir auf der Doppel-6? Würden wir wieder mit den beiden spielen oder würdest du da vielleicht Änderungen vornehmen? Ich würde ab jetzt, wann immer es geht, mit den beiden spielen, Ja. wenn es an mir geht. Aber ich glaube, in bestimmten Spielen wird auch El Eskiri wieder wichtig sein. Einfach mit dieser Ruhe, die er hat, ja, der im entscheidenden Moment dann eben auch mal ein bisschen das Tempo rausnimmt und nicht nur nach vorne aufdreht. Ja. Keine Ahnung, bei den Bayern, ich finde, das hat, wie gesagt, gestern gut funktioniert. Ja, mit den beiden Youngsters da. Ich würde das auf jeden Fall, glaube ich, so weitermachen. Dann hoffe ich, dass Robin zurückkommt in der Abwehr, weil das eben auch einer ist, den du in diesen beiden Spielen extrem brauchen wirst dahin. Absolut, der eigentliche Kapitän der Mannschaft. Basti, siehst du da noch Veränderungen? Siehst du Möglichkeiten, dass Robin Koch bis dahin dann auch wieder fit wird? Was ist deine Einschätzung? Ich weiß gar nicht. Fit, deswegen habe ich gedacht, Ich kenne mich damit aus. nicht fit zu sein. Robin und ich werden beide nichts überstürzen. Wir werden uns langsam wieder an die Mannschaft ranführen, wie ich heute hier so. Ich glaube ehrlich gesagt, dass ich das Risiko nicht eingehen würde für das Bayern-Spiel, um Robin Koch da wieder reinzuschmeißen, weil die Spiele, die kommen noch. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das nicht das Spiel sein wird, wo Robin Koch wiederkommt. Weil das wird ein Stresstest werden, dann kann er sich nicht reinsliden, sondern da musst du direkt da sein, pam, pam. Ich glaube, ich würde noch eine Woche warten, alleine um Nummer sicher zu gehen, weil wir haben alle gedacht, dass der länger weg ist. Ja. Und der ist sehr, glaube ich, sehr übermotiviert selber, dass der Trainer sogar überrascht war von den eigenen Aussagen seines Spielers, dass der gesagt hat, ja, für Kiel reicht's leider nicht. Und niemand hatte das auch irgendwie angenommen, dass das sein könnte. Also der ist da, glaube ich, sehr übermotiviert, da muss man ihn vielleicht ein bisschen bremsen. Ich sehe das nicht, weil es hat jetzt auch gut funktioniert mit der Maschine Tuta, wie er gesagt hat. Tatsächlich. Und am Ende, ich glaube, ich war noch nie so entspannt vor einem Bayern-Spiel wie jetzt, weil für mich ist das die Saison der Wix-Spiele. Diese Saison... Die Saison der Wix. Nein, nein, ganz ehrlich. Leute, wir haben das alles schon gehabt. Du hast diese 5-1 angesprochen und bla. Das haben wir alles gehabt. Das ist doch alles schön und gut. Aber für mich ist der Fokus diese Saison sind die Wix-Spiele. Weil davon gibt es mehr. Ja, das ist einfach, und ich sag's jetzt nochmal. Die Wix-Spiele, ja. Am Ende. Lass mal im Chor. 3, 2, 1. Wix-Spiele, Wix-Spiele, Wix-Spiele. Weil am Ende geben die auch 3. Schöner Running Back. Schöner Folgentitel. Können wir einfach in jeder Folge, an irgendeiner Stelle wird der eingeblendet. Nein, was ich sagen will. Guck dir bitte den SC Freiburg an. Ja. Wix-Spiele. Nein, aber guck dir den SC Freiburg an. Die gewinnen nämlich die Wix-Spiele nicht. Nein, die kriegen von jedem Top-Team kriegen die in die Schnauze. Ja. Die kassieren, die haben, glaube ich, -7 Tordifferenz, weil die immer Fünfter, kriegen gegen die Top-Teams die Fresse voll. Was für ein Platz stehen die? Die sind Sechster oder Fünfter. Fünfter, glaube ich. So. Fünfter sind die. So, weißt du? Unter 3 gucke ich nicht mehr. Und das zeigt doch tatsächlich, wie viele Punkte die auch diese Wix-Spiele geben. Und deswegen bin ich entspannt. Ich meine, wir haben nichts zu verlieren. So, es wird auch niemand traurig sein, wenn wir da verlieren. Es kommt auf die Art und Weise an. Und es gibt trotzdem den einen oder anderen Spieler, wo du denkst, ey, der hat vielleicht Bock, sich da zu zeigen. Weil das ist auch eine Geschichte, die wir immer wieder gesehen haben, dass der ein oder andere Spieler plötzlich dann in diesen Spotlight spielen und denken wir auch so, am Ende kommt noch Ebim um die Ecke. Ich bin auch wieder da. Aber das ist übrigens ein wichtiger Punkt. War ein Plot-Twist, ey. Ja, also Ebimbe natürlich, mal gucken. Aber wer auf jeden Fall Chip on the Shoulder hat, ist definitiv Ekitike, der gestern ja seinen Elfmeter verschossen hat, was schon nicht cool war. Und dann hat er gedacht, okay, dann mache ich es halt jetzt alleine. Und dann war es leider abseits, ja, was ja auch eine schöne Sache gewesen wäre. Hätte das Ding gezählt, wäre das herausragend gewesen. Ich glaube, der ist jetzt maximal motiviert. Trotzdem hat Basti natürlich mit seinem gemäßigten Satz, jedes Spiel gibt 3 Punkte, das wolltest du eigentlich nur sagen, ja. Hast du natürlich Rest in Peace, Udo Lattek. Guckt ihr eigentlich Sonntag Eintracht oder Wahl? Ist ja eine beschissene Anschlusszeitung. Also Boah, gar nicht drüber nachgedacht, krass. Ich arbeite, Beides. Second Screen. ich arbeite wahrscheinlich im Sender, genau, und dann machen wir schön Second Screen auf jeden Fall. Das Dann ist noch der eine Plan. Frage an euch. Freitag ist ja auch noch Europapokal, Achtelfinale, Europa League Auslosung. Oh, ja. Es sieht schwer nach Ajax oder Bukarest aus nach den Hinspielen. Liebe Leute, Wen hättet ihr lieber? Also- Schreibt es mal in die Kommentare und wir Ja, genau. hören hier gerade noch. auf jeden Fall Bukarest. Bukarest Auch auf jeden dabei? Fall, Auch dabei? definitiv.
Das sind beides sehr gefährliche Auswärtsfahrten. Sage ich jetzt mal diplomatisch. Das sind auf jeden Fall keine Wichsspiele, sondern. Was ist du? Also Ajax wäre schon das klangvollere Duell, ist aber sportlich schon die anspruchsvollere Aufgabe. Ja. Bukarest, ich hab das Spiel gesehen zwischen PAOK und Bukarest. Also du musst vor keiner dieser beiden Mannschaften Angst haben, ganz im Gegenteil. Ich glaube ehrlich gesagt, fürs Achtelfinale ist Bukarest schon, also Ajax ist eher so ein Halbfinalgegner. Ja, also Idealfall wäre tatsächlich jetzt Bukarest für mich im Achtelfinale, auch ein Ort, wo wir noch nicht waren übrigens. Richtig. Plus ein geiles, modernes Stadion. Und was ich gehört habe, ist das auch von der Ticketsituation her so, dass die relativ entspannt sind. Oh, ich würde so gerne hinfahren. Ja, Komm alle her. das ist eine mega spannende Stadt. Kann ich wirklich sehr empfehlen als Auswärtsfahrt. Das befürchte ich auch tatsächlich. Und dann im Viertelfinale Man U, hoffentlich, wenn die sich gegen Tottenham durchsetzen. Der Wunsch von Axel Hellmann. Seit 15 Jahren sagt er, einmal im Theater of Dreams mit der Eintracht Europapokal spielen. Ich glaube, dieses Jahr ist es soweit. Und sie dann raushauen, den Tabellen 15 aus England. Das ist doch eine schöne Perspektive. Bukarest, da kenne ich auch schon den einen oder anderen Club. Ich war nämlich schon ein paar Mal da. Also insofern ist ganz nicht, was du schon wieder denkst. Ja. Den einen oder anderen Club. Da laufen wir da so rum, Leute begrüßen und sagen, hey, Mr. Mary. Da sind wir wieder bei Marvin knapp überm Strich. Marvin, you owe me some money. Ich ziehe einfach so einen Schnurrbart an. Eine Brille mit so einer Nase. Naja, mal gucken, ob das ein Wichsspiel wird. Auf jeden Fall gehen wir jetzt ein wenig weiter, liebe Leute, und sagen ciao, Kakao. Ciao. Tschüss. Schreibt es in die Kommentare. Kollektives Durchpusten, liebe Freunde, endlich sind sie mal da. Die Big Points im Kampf um die Königsklasse. 3 schöne Tore gegen Holstein Kiel und wir haben alle Highlights nochmal für euch zusammengepackt. Von diesem überzeugenden Heimsieg, von diesem souveränen Heimsieg, guckt euch die Highlights nochmal an und auch die paar Lowlights. Wir haben sie für euch nochmal zusammengepackt. Marvin und ich sind für euch am Start. Hier geht's lang zu den Highlights. Eintracht Frankfurt gegen Kiel.